Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, erstmal vielen lieben Dank an alle Leute, die gestern an mich gedacht haben. Ja, ich habe zwar großartig nie irgendwo meinen Geburtstag angekündigt oder so, ne, oder habe das öffentlich gemacht, aber ich hatte ja ich glaube letztes Jahr und vorletztes Jahr irgendwie immer so eine traditionellen Geburtstagsstreams gemacht. Das fiel jetzt diesmal aus, ja. Da habe ich jetzt nicht so wirklich Lust drauf gehabt diesmal und ja, trotzdem vielen lieben Dank an alle Leute, die mir gratuliert haben. Ja, viel persönliche Nachrichten bekommen. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ne? Und ja, heute wollen wir uns ein Video anschauen. Ja, da habe ich schon Ewigkeiten drauf Bock gehabt und ja, das wollte ich heute endlich mal in Erwägung ziehen, dass wir das Ganze mal umsetzen. Und zwar hatte ich mir das älteste Shakes and Fidget Video rausgesucht, was es hier auf YouTube gibt, und das ist von 2009. Ja, 2009 kam ja auch Shakes and Fidget, soweit ich weiß, auf den Markt. Da muss ich mal kurz nochmal hier ein paar Recherchen anstellen, ein bisschen Recherche betreiben hier. Wann kam es raus? Am 22. Juni 2009, und das hier ist vom 3.11.2009. Ja, also ein paar Monate nach Release ist hier das erste Video, was ich zumindest gefunden habe. Kann sein, dass es noch ältere Videos gibt, aber das sind jetzt so die ältesten Videos, die ich gefunden habe. Das sind 2 Teile, einmal 5 Minuten, einmal glaube ich 6 Minuten. Und ja, ich wollte mir anschauen, wie das Spiel damals aussah und ja, den Unterschied einfach jetzt machen, wie es heute aussieht und wie es zu meinem allerersten Shakes and Fidget Video aussah, was ich ja 2014 hochgeladen habe. Das Video habe ich hier nebenbei auch offen und da gucken wir jetzt mal rein. Ich hoffe, euch gefällt das. Falls euch so ein Format gefallen sollte und ihr da Bock drauf habt, dass wir uns vielleicht noch das ein oder andere Shakes and Fidget Video noch anschauen, was noch relativ interessant ist, dann lasst gern, ja, einfach mal ein Däumchen da. Kostet ja nichts, tut ja nicht weh, ne? Und wir gehen mal rein, wir schauen mal, gucken wir uns mal das erste Video an von 2009, wie da das Game so aussah. Bin ich sehr gespannt. Herzlich willkommen zu einem Shakes and Fidget The Game Tutorial. Ich werde euch heute einfach mal ein bisschen das Spiel zeigen, euch darum führen und vielleicht bekommt ihr auch selber schon noch ein bisschen Lust darauf. Wow. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Shakes and Fidget sind, also Shakes and Fidget sind ursprünglich 2 Comic-Charaktere, die schon seit Jahren die Situation in World of Warcraft auf die Schippe nehmen. Sie haben es auch schon geschafft in ein... Diese Seite gibt es übrigens immer noch. Da habe ich mir auch schon den ein oder anderen Leak mal hergeholt. So diese Comic-Seite von Shakes and Fidget, die kann man immer noch nachschauen. Ne, das ist immer noch alles up-to-date. Oder was heißt up-to-date? Aber die Comics existieren noch alle von damals. Ne? Worauf ja Shakes and Fidget quasi beruht, mehr oder weniger. Ein eigenes Comic-Heft. Und nun sind sie auch im Web und in eigenen Spiel zu bewundern. So, angekommen auf der Startseite müsst ihr euch erstmal für einen Server entscheiden. Das sind aber hier gefühlte 3 Bilder pro Sekunde hier, wie die Aufnahme, Alter. Holy shit. Bei mir ist es in dem Fall Welt 1. Dann mit Ja geht es dann los zum Charakter erstellen. Ja. Charakter. Damals nur 3 Klassen gewesen, Magier, Krieger, Kundschafter, ne? Ist ja oldschool, sollte ja den meisten noch ein Begriff sein. Da habt ihr unheimlich viele Möglichkeiten. Ihr könnt zwischen den Völkern wählen, Menschen, Elfen, Zwerge, Gnome, Dämonen, Goblins, Trolle und die Orks. Also vom Designtechnischen her, also von der Optik, wie die Charaktere aussehen, hat sich meiner Meinung nach jetzt nicht so viel geändert. Klar, wurde alles aufgehübscht und so, ne? Aber so an sich, sehen die noch relativ standardmäßig aus. Finde ich aber gut, weil das Game, das soll sich ja keine 180-Grad-Wendung nehmen, das soll sich ja auch irgendwo noch ein bisschen treu bleiben, ne? Auch wenn alles aufgehübscht wird und ein paar neue Features hier und da immer nochmal dazukommen. Dann natürlich könnt ihr euch noch das Geschlecht beeinflussen, männlich, weiblich, und dann natürlich auch wieder euch austoben, was ihr denn gerne spielen wollt. Ich habe mich jetzt einfach mal hier für einen der Goblins entschieden. Und hier kann ich natürlich meinen Belieben nach das Gesicht noch verändern, Augen, die Brauen, Mund. Okay, ich glaube mal, das Charakterdesign, ich weiß nicht, wie lange das geht, das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt reinziehen. Die Anmeldedaten sind jetzt auch nicht so interessant. Da kommen wir schon ins Spiel rein. Let's go. So, nachdem ihr euren Charakter erstellt habt. So, Leute, wer von euch kennt noch bitteschön diese
Stadtansicht. Ja, da kommen wirklich Erinnerungen bei mir hoch. Das ist unglaublich. Also, es ist. Das ist cool, mal so in Nostalgie hier zu verschwinden. Und ja, zum Glück habe ich mir mein Video aufgemacht von 2011. Ich blende mal kurz mein Video ein. Das ist mein allererstes Shakes and Fidget Video, was ich gemacht habe. Ja, das ist vom 31.12.2014, also kurz vor Silvester. Ihr letztes Video im Jahre 2014. Und ja, so sah das Ganze hier aus mit der Stadtansicht. Finde ich, hat noch ziemlich krasse Ähnlichkeit zu dem Video, was wir uns gerade anschauen. Und man beachte, das ist jetzt hier, also das ist von 2015 quasi, kann man sagen, das Video. Und das Video ist von 2009. Da hat sich optisch jetzt nicht so sehr viel getan. Klar, ein bisschen aufgehübscht, hier und da vielleicht ein bisschen was Neues. Aber man muss dazu sagen, ja, so von der Stadtansicht her kam jetzt nicht so viel Neues dazu in den Jahren. Das kam ja erst durch die 2.0-Version, dann kam so Remastered und so, also wurde alles erst eigentlich in, ja, sagen wir mal, relativ vor kurzer Zeit geupgradet alles, ne? Also sehr cool. Befindet ihr euch erstmal im Startbildschirm des Spiels in einer Übersicht. Alles ganz nett animiert. Oh, willkommen beim Zauberladen. Bei mir gibt es Tränke, Amulette. Okay, die Quali vom Video ist natürlich jetzt nicht so atemberaubend, ne? Hier, also man kann in den Waffenladen, in den Zauberladen, in die Arena, in die Taverne, wo man halt auch hin möchte und alles ganz nett animiert. Man muss ja auch dazu sagen, also das allererste Video, was ich ja hier gemacht habe von Shakes and Fidget, da habe ich ja auch schon ein paar Tage gespielt, ne? Ich glaube, ich war da Stufe 200 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, da habe ich gerade 200 gehittet in dem Video, also ein paar Tage habe ich das schon gespielt, ne? Ich hatte ja auf meinem S31-Server, auf dem deutschen, da hatte ich ja aber auch sehr spät angefangen, da bin ich irgendwie Platzierung 150.000, also auf meinem Server bin ich sehr spät gestartet, auf meinem Main-Server, ne? Und ja, es war aber so, ja, ich weiß gar nicht, warum wir den damals genommen hatten. Aber ja, ich hatte, also das erste Video, aber ein bisschen gespielt hatte ich da vorher schon. Natürlich kann man auch ganz einfach über die Navigation links. Dann traust du dich an Arena gegen andere Helden anzutreten. Hin und her switchen. Und wir werden die ganz einfach mal abarbeiten, ja, von oben nach unten und fangen mit der Taverne an. Ja, die Taverne. Das ist natürlich auch cool, ne, so zu sehen. Das war ja, also so haben wir ja die längste Zeit Shakes and Fidget gespielt, so, ne, mit der Taverne, die wir jetzt hier so nicht mehr wiedererkennen. Klar, optisch immer noch so ein bisschen, klar, ähnlich, aber doch irgendwie so komplett anders. So wie in der jetzigen Form finde ich sie tatsächlich besser, weil mehr dieser 3D-Effekt durchkommt. Hier hat man wirklich so dieses 2D-Feeling irgendwie so. Trotzdem macht es natürlich noch was her und vom Charme und von der Nostalgie kommt da natürlich auch nichts ran, so, ne? In der Taverne angekommen, findet ihr in der Mitte am Tisch euren Questgeber jeweils. Es kann ein Ork sein, es kann eine Dame sein oder halt dieser Tod. Die Musik ist auch wirklich sehr überambitioniert, muss ich mal sagen, dazu. 13, stimmt, hier damals gab es noch hier die Silber- Dublonen, da gab es noch neben Gold gab es dann noch Silber, ey. Da wird das Gold noch unterteilt, ey. Gebt euch dann Aufgaben, mit denen ihr Gold bekommt oder Erfahrungen sammeln könnt, und diese Quests haben eine unterschiedliche Dauer. Also ihr habt am Tag 100 Abenteuerlust, die ihr abarbeiten könnt, indem ihr euch halt euer Abenteuer auf... Yo, die Quest sieht ja auch extrem nice aus hier. Ist sie auch animiert oder ist das einfach nur so ein stillstehendes Bild hier? Das wäre zum Beispiel hier 5 Minuten. Stillstehend. Das nehmt ihr, das geht dann von diesen 100 ab und ja, das ist halt ein Online-Browser-Game. Da könnt ihr ein bisschen die Zeit mit vertreiben. In dem Falle müsste man jetzt erstmal 5 Minuten... Ja, da mal eine Sanduhr genutzt hier. ...warten, das habe ich jetzt einfach mal beschleunigt, damit ihr auch mal seht, was danach passiert. Also nachdem wir den Quest quasi mehr... Also die Videoqualität ist wirklich 1A. Oder es kann auch sein, ich weiß nicht, ob das Game hatte ja damals von der Animation, von der Kampfanimation war das ja auch damals ein bisschen, hatte hier und da ein paar kleine Delays, Probleme oder ja, kleine Ruckler gehabt, also kann auch vom Spiel sein so, ne? Aber er hatte im Vorhinein schon schlechte FPS. Mehr oder weniger abgeschlossen habt, die Zeit rum ist. Schade, dass dazu kein Sound ist. Außer sein Gedudel da im Hintergrund. Müsst ihr erstmal gegen einen Gegner antreten in einem Kampf, wie man das hier gesehen hat. Da habt ihr 7 Gold jetzt gewonnen.
Oh mein Gott, die Erfolge hier noch damals, ne? Alter, ich hoffe ja so sehr, dass da irgendwie irgendwas in irgendeiner Art und Weise wiederkommt. Das wäre so unglaublich nice. Hier das Teil, das weiß ich noch, das war Freunde werben. Das heißt, wenn ihr einen Freund geworben habt, dann habt ihr 5 Skillpunkte bekommen, auf alles, glaube ich. Ne? Das ist so wie ein normales Achievement heutzutage. Ich kann es gar nicht mehr alles wiedergeben. Ja, das war, glaube ich, Monster besiegen. Da müsst ihr mir mal auf die Sprünge helfen, das weiß ich nicht mehr so genau, was hier alles was war. Also das war definitiv Freunde werben, das war Quest, Monster besiegen, glaube ich, das war, müsste gewonnene Arena-Kämpfe sein. Ich weiß das alles gar nicht mehr so genau. Was ist das? Ey, ich weiß das alles gar nicht mehr, ey. Das ist zu lange her, tatsächlich weiß ich es nicht mehr, ey. Vielleicht kann ich dann noch in meinem alten Video, ich weiß gar nicht, gab's das hier noch irgendwie? Ne, ich glaube, hier gab es auch schon nicht mehr in dem Video hier, ne? Doch, gibt's noch. Müsst ihr mir mal vielleicht im Nachhinein hier anschauen. Hier gibt es auch noch diese ganzen Erfolge von damals so. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich da mal rübergeklickt hier irgendwie. So ist es eigentlich in der Reihenfolge. Wie ich mich da noch angehört habe. Verliehener Grad 12. Achso, Goldstücke verdienen alle Attribute plus 12, okay. Ja, hier unten haben wir noch verschiedene Okay, guck mal hier, warte mal. Folge angemessen. Ja, hier So, was haben wir hier? Verliehener Grad Stufe. Achso, das ist die Stufe. Alle Attribute 12. haben wir noch verschiedene. Was haben wir hier? Verliehener Grad 12. 109 Dungeon-Etagen gereinigt, 6 Turmetagen gereinigt, alle 12. Verliehener Grad 9. 1236 Kämpfe gewonnene Kämpfe. Nächster Grad ab 2500 gewonnene Kämpfe. Alle Attribute plus 9. Digga, sowas müsste wieder rein. Das wurde ja damals aus platztechnischen Gründen nicht weiter behandelt, oder wurde ja weggenommen, aber sowas müsste wieder rein. Die erreicht. So, das haben wir hier. Verliehener Grad 11, 5596 Abenteuerlust. Nächster Grad ab 10.000 Abenteuerlust. Warum gibt es sowas nicht mehr? Das habe ich so gefühlt damals, dieses ganze Grinden, diese ganzen kleinen Achievements, die man immer jeden Tag kontinuierlich macht, was man wirklich jeden Tag machen muss, um hier oben mit dabei zu sein, jeden Tag seine Alu klicken, jeden Tag seine Kämpfe machen. Warum wird das nicht mehr aufgelistet als Statistik? Das wäre unglaublich cool, wenn es das noch geben würde oder wiederkommen würde. Im Laufe des So, Verliehener Grad 10, 2000. Oh mein Gott, ja, stimmt, die Stadtwache, Alter. 2824 Arbeitsstunden. Nächster Grad ab 5000 Arbeitsstunden. Alle Attribute 10. Das ist die Stadtwache, so wie lange ihr die Stadtwache laufen habt. Und dafür habt ihr auch noch den Achievement bekommen. Ja, also, oh Mann, ey, also das vermisse ich echt. Das war unglaublich. Also das war echt nice gewesen. Die Stadtwache wurde damit gezählt. Oh, wie nice ist das denn? Das Spiel. Oh, da bin ich ein bisschen zu schnell rübergegangen. Vielleicht kann ich das auch langsamer machen hier. So. Okay, das brauchen wir nicht hier. Den Sound. Okay, das ist die Stadtwache. Und was haben wir hier? Verliehener Grad 12. 1 Million Goldstücke vielleicht verdienen oder so. War auch gecapped, nur bis irgendwo hin. Was ist das? Höchster Wert für Ehre. 56.131, alle plus 12 Attribute. Und hier die Freundschaften. Hier, Bronzener Freundschaftsorden. Verliehener Grad 6. 6 Freunde geworben. Nächster Grad ab 7 geworbene Freunde. Alle Attribute plus 6. Ey, das war das Geilste gewesen, Mann. Da hat man natürlich so viele echte Freunde geworben, ja, um da sich ein bisschen hoch zu pushen. Gut, so viel habe ich hier jetzt auch nicht geschafft, aber irgendwann war auch halt einfach nicht mehr das Interesse. Also, ja, das vermisse ich unglaublich, ey. Aber kommen wir zurück zum Video. Durch diesen Quest und 60 Erfahrung. In der Taverne könnt ihr jetzt sehen, dass es einen anderen Questgeber gibt und eure Abenteuerlust ist auf 95 Minuten zurückgegangen, weil ihr halt eben 5 Minuten schon verdaddelt habt. Am Tresen beim Wirt könnt ihr durch ein Bier eure Abenteuerlust, falls sie auf 0 gesunken ist, wieder auffüllen um 20 Minuten. In dem Falle ging das jetzt gerade nicht, weil es halt noch voll ist. Ja, damals schon eine schlechte Mimik hier böse Mimik zum bösen Spiel. Beim Hütchenspieler könnt ihr ein kleines Glücksspiel versuchen, um Pilze oder um Gold, je nachdem, was ihr versuchen wollt. So, von der Taverne geht es auch gleich ab in die Arena. Arena. Wo ihr andere Spieler...
Ja, das war damals die Arena, da hat man nur die Namen gesehen. Aber ich glaube, die Namen konnte man immer durchswitchen, wenn man auf Arena gedrückt hatte oder so, ne? Dann konnte man die, glaube ich, immer weiter, bis man irgendeinen Gegner gefunden hat, den man wollte. Herausfordern könnt, die euren Level angemessen seid. Klickt dafür einfach auf OK. Oder anstatt des Namens, der schon da steht, könnt ihr euch auch einen aussuchen, also okay. Freund, den ihr kennt, und den so angreifen. So, jetzt habe ich erstmal diesen Gegner, auch dieselbe Stufe wie ich. Da sieht man auch schön das Kampfsystem, also Digga. die Waffe von mir und ihr. Und das geht halt immer hin und her und es kommt halt drauf an, wie man selber geskillt ist. So. Digga, er hat mit einem HP überlebt. WTF? Wie viel Glück kann man haben, der Bone Crasher, Alter? Ja, einfach mit einem HP überlebt, ja moin. Heißen, wie die Stärke verteilt wurde, die Intelligenz, die Ausdauer, Glück und Geschick. In dem Fall gut für mich, ich habe gewonnen, auch wenn Ja, da wurde ihm das zweite Achieve oder hier Kampf schon gut geschrieben. Knapp war, aber darauf kommt es ja nicht an. So, zurück im Charakterbildschirm, da kommt man halt immer wieder zurück. Oh, die Stadtwache, wie gesagt, später mehr. kennt man noch. Bei der Stadtwache, wenn ihr pleite seid, könnt ihr euch auch ein bisschen was dazu verdienen. Also würde ich auch immer empfehlen. 10 Stunden einfach beispielsweise 10 Stunden gibt einfach ein Gold. Ja, moine. Kann man bis zu 10 Stunden Arbeiten eingeben. Dafür bekommt ihr dann halt Lohn und es kommt natürlich auch darauf an, welche Stufe ihr seid. Dementsprechend ist euer Lohn. Ja, okay. Und da ist das Video vorbei. Ich habe noch einen zweiten Part. Ja, es gibt hier einmal Shakes and Fidget The Game Tutorial Part 1 von 2009. Und dann gibt es von demselben Macher hier noch Shakes and Fidget The Game Tutorial Part 2 von 2009. Ja, ich denke mal, hier geht dann noch ein bisschen mehr auf die Gilde ein, auf die Dungeons etc. Aber das geht jetzt nochmal 6 Minuten und ich sehe schon, wir sind hier schon 17 Minuten am Schnacken. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das jetzt so lange geht hier alles. Ja, aber ich muss ja natürlich immer noch meinen Senf mit dazu geben, ne? Aber Leute, wenn ihr wollt, dass wir uns Part 2 nochmal in einem extra Video nochmal reinziehen, wo wir nochmal ein bisschen mehr auf die Dungeons und Gilde und sowas vielleicht eingehen, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare, lasst gerne eine Bewertung da, damit ich sehe, ob euch das gefällt oder nicht. Ansonsten, ja, hat mich das sehr zurück in die Vergangenheit versetzt und war auf jeden Fall cool, mal wieder so zu sehen. Ja, das war's soweit von mir. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.